Stell dir vor, es ist Europameisterschaft in Deutschland, alle träumen vom nächsten Sommermärchen und es gibt nichts zum Grillen. Das wäre schrecklich, schlimm. Das ist das schönste Grillen während dem Fußballspielen, ist doch ganz tolle Sache. Das wäre doch schade, das ist auch ein bisschen deutsches Gut, das gute Grillen. Ich werde schon vermissen, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich bin ja wirklich so überzeugter Fleischesser. Das Problem: Vor 4 Wochen ist ein Gesetz in Kraft getreten, das den Wurstherstellern große Probleme bringt. Es wird dieses Jahr kein Zuckerschlecken in der Grillsaison, obwohl wir Europameisterschaften haben. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass das mit dazu führt, dass Betriebe sagen, wir müssen leider aufgeben. Max will wissen, droht uns pünktlich zum Supersommer tatsächlich ein Grillfleischengpass? Es hört auf den Namen Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft und sorgt für mächtig Wirbel, denn es besagt, dass Zeitarbeit auch bei den Fleischwarenherstellern seit dem 1. April nicht mehr erlaubt ist. Davon sind in Deutschland 120 Betriebe betroffen. Der Verband der Wurst- und Schinkenproduzenten spricht von einem tiefen und völlig unnötigen Eingriff in die wirtschaftliche Freiheit. Die Auswirkungen sind tatsächlich gravierend und die Unternehmen versuchen durch die Einstellung von Festmitarbeitern das abzudecken, aber sie werden definitiv und haben auch riesige Umsatzeinbußen, können die Aufträge nicht immer zeitnah und just in time erledigen. Und das macht natürlich eine große Auswirkung auch auf den Umsatz. Viel besser schmeckt das Gesetz der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Sie hat nach jahrelangem Kampf für bessere Arbeitsbedingungen der Menschen in den fleischverarbeitenden Betrieben endlich ihr Ziel erreicht. Ja, es bringt die Verbesserung, dass sie fest an den Arbeitsplätzen in den Unternehmen der Fleischwirtschaft eingestellt sind, dass sie sich konkret darauf einstellen können, welche Arbeitszeiten sie leisten müssen, welche Arbeit sie machen müssen. Was sie nicht wollen, ist ausgebeutet werden, das heißt dass die Stunden möglicherweise nicht bezahlt werden, dass die Stunden schlecht bezahlt werden oder eben gar nicht bezahlt werden. Auslöser all dessen war 2020 die Corona-Pandemie. Mehr als 1000 Schlachthofarbeiter infizierten sich in ihren engen Unterkünften mit dem Virus und mussten isoliert werden. Schon vorher hatte es Klagen über miserable Arbeitsbedingungen in der Branche gegeben. Arbeitsminister Heil griff rigoros durch mit einem branchenweiten Fremdpersonalverbot. Ein Geschäftsmodell jedoch, das die Ausbeutung von Menschen in Kauf nimmt, kann es in Deutschland keine Toleranz geben. Dieses Gesetz trat in 2 Stufen in Kraft. Schon seit 2021 dürfen Schlachthöfe keine Arbeitskräfte mehr über Werkverträge oder Zeitarbeit einsetzen. Seit 1. April gilt diese Regelung nun auch für Fleischverarbeiter. Die sehen dadurch nicht nur ihre Betriebe massiv gefährdet, sondern gerade in Zeiten mit saisonbedingt höherem Arbeitsaufkommen auch etliche Überstunden auf die Stammbelegschaft zukommen. Wir haben den Mai, es kommt die Grillsaison, es sind Feiertage, Brückentage. Dort ist es fast unmöglich geworden, dann die Arbeitnehmer zu entlasten und zu sagen, klar, wir können euch auch über die Brückentage freigeben. Das war vorher definitiv möglich, wenn man sich mit der Leiharbeit dann bestücken konnte und dann Entlastung bringen konnte. Aus Sicht der Gewerkschaft hat die Industrie es schlicht verschlafen, sich vernünftig vorzubereiten. Man kann das ausgleichen, man muss ein bisschen Fantasie mitbringen, man muss sich von seinen als hergebrachten Gedanken lösen und muss einfach mit modernen Ideen in dieses Geschäft reingehen. Dann lassen sich auch saisonale Anspannungen durchaus glätten über Arbeitszeitsysteme. Eine weitere Befürchtung der Betriebe sind Kostensteigerungen durch mehr festangestelltes Personal. Das würde dann auch die Preise für die Verbraucher steigen lassen. Wären die denn bereit dazu, für Wurst und Fleisch mehr Geld zu zahlen? Die Menschen in Kassel sind sich einig. Da wäre ich auf jeden Fall für, dass die bessere Arbeitsbedingungen haben und da würde ich auch etwas mehr für bezahlen. Gerne. Ich finde es persönlich sogar wichtiger, dass es richtige Arbeitsgesetze gibt und auch gute Arbeitsverhältnisse. Nicht, dass andere Leute halt ausgebeutet werden für quasi Produkte, die ich dann letztendlich kaufen werde. 1 Euro mehr oder 2 Euro mehr pro Kilo, das ist dann eigentlich auch egal. Hauptsache es ist vernünftig und wenn es dafür dient, dass die Arbeiter gut bezahlt werden, dann ist das auch in Ordnung.
Trotzdem glauben viele Betriebe, dass sie aus Kapazitätsgründen bald Aufträge absagen müssen, die, so die Sorge, dann von Großunternehmen und Herstellern im Ausland übernommen werden, die besser auf solche Situationen reagieren können. Durch die erhöhten Kosten, durch die auch Energiekosten, durch die sämtliche Rohstoffbeschaffungskosten, die gestiegen sind, sind wir nicht mehr so konkurrenzfähig, wie es schon mal vor einigen Jahren war. Und dadurch weicht natürlich auch unser Kunde gerne auf gegebenenfalls billigere Produkte aus dem Ausland aus. Und das hat sich tatsächlich in den letzten 3 Jahren um 20% gesteigert. Trotzdem kommt jetzt aber die ganz klare Entwarnung. Egal woher das Fleisch kommt, die Versorgung unserer Grills mit Würstchen und Steaks ist auch in diesem Sommer gesichert. Es ist schließlich auch ein Geschäft. Bleibt nur eins zu wünschen. Hoffentlich ist genug Bier da noch vorhanden. Und von einem drohenden Bierengpass haben wir bislang auch noch nichts gehört. Einem neuen Sommermärchen steht also zumindest auf der Verpflegungsseite nichts im Weg.